Am späten Nachmittag laufen zwei Männer barfuß über den feuchten Sand in Sodwana Bay und genießen die kühle Luft. Michael Foster ist ein erfahrener Reiseleiter, der nach der Arbeit oft an den Strand geht, um Stress abzubauen. David Reed, Michaels bester Freund, ist ein Fotograf, der sich auf das Festhalten von Wildtiermomenten in Südafrika spezialisiert hat. Die beiden plauderten und lachten, während das Sonnenlicht des späten Nachmittags sanft auf den weißen Wellen reflektierte, die ans Ufer rollten. Plötzlich blieb Michael stehen und zeigte auf ein großes Objekt, das still zwischen dem Sandrand und dem Wasser lag. Sie näherten sich und waren schockiert, als sie einen erwachsenen männlichen Löwen fanden, der regungslos am Strand lag. Seine Mähne war zerzaust, sein Körper durchnässt und er war von Holztrümmern umgeben, die aussahen wie die Überreste eines Bootes. David kniete nieder und legte seine Hand darauf. Dabei bemerkte er, dass der Körper noch warm war, aber es gab keine Reaktion. Sie sahen einander verwirrt an, da sie nicht wussten, wie dieses wilde Tier an diesen Ort gekommen war. Ohne zu zögern holte Michael sofort sein Telefon heraus und rief die örtliche Polizei an, um den Notfall zu melden. Michael beschrieb den Standort und den Zustand des Löwen deutlich und vermutete, dass er aufgrund eines Schiffbruchs aufs Meer hinausgetrieben war. Der Polizist seufzte, nachdem er zugehört hatte, und sagte, dass es in letzter Zeit einen Wildtierschmuggelring auf dem Seeweg gegeben habe. Sie vermuten, dass der Löwe auf dem Schiff eingesperrt war und nach dem Unfall entkam und hierher trieb. Die Polizei bat Michael und David, den Löwen vom Wasser wegzubringen, damit er nicht von der Flut weggespült wird. Michael gehorchte und gab David ein Zeichen, den Löwen ans Ufer zu ziehen, weg vom steigenden Wasser. David packte den Löwen am Schwanz, Michael stützte ihn an der Vorderseite und die beiden versuchten, ihn Zentimeter für Zentimeter durch den nassen Sand zu ziehen. Der Körper des Löwen war schwer, sein Fell mit Sand bedeckt und seine großen Pfoten scharten hart über den weichen Boden. Es reagierte nicht, seine Augen waren geschlossen, seine Nase atmete nur leise, als würde es gleich aufhören. Es kam zu starken Winden, die Wellen wurden höher und erschwerten die Fortbewegung zunehmend. Michael rutschte aus und wäre beinahe gestürzt, als er versuchte, den Kopf des Löwen vor dem scharfen Felsen zu bewahren. David biss die Zähne zusammen und zog mit aller Kraft, Schweiß vermischt mit Meerwasser floss herunter. Schließlich brachten sie den Löwen auf trockenen Sand, etwa 10 Meter vom Wasser entfernt. Beide lagen schwer atmend auf dem Boden und hatten ihre Augen auf das sterbende Tier vor ihnen gerichtet. Michael beruhigte David, wenigstens lebt er. Ich habe getan, was ich tun musste. Autohupen ertönten und signalisierten, dass sich Polizei und Ranger dem von ihnen beschriebenen Ort näherten. Sie winkten und zeigten auf den Löwen, als wollten sie dem Rettungsteam seinen genauen Standort bestätigen. In ihren Augen war in diesem Moment keine Angst mehr, nur eine schwache Hoffnung für dieses wilde Leben. 3 Polizisten, 2 Ranger und ein Tierarzt gingen schnell auf den reglosen Löwen zu. Ein Ranger namens Joshua bückte sich, um mit der Hand seinen Puls zu fühlen, sein Gesicht war nachdenklich, dann nickte er leicht. Noch am Leben, sagte er, aber sehr schwach. Muss sofort verlegt werden. David und Michael erzählten alles, was sie gesehen hatten, und wie sie das Tier ans Ufer zogen. Ein Polizist hörte aufmerksam zu und machte sich sorgfältig Notizen in einem kleinen Notizbuch. Sie sind sehr mutig, sagte einer, wir sind sehr dankbar für Ihr rechtzeitiges Handeln. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Löwe möglicherweise Teil einer Schmuggeloperation war und dass es lebenswichtig war, sein Leben zu retten. Da der Löwe fast komatös war, war keine Narkose nötig. Sie brachten die Trage schnell herunter und legten ihn vorsichtig darauf. Eine Person stützt den Kopf, 2 Personen halten die Beine, jede Bewegung ist sehr sanft, um Verletzungen der inneren Organe zu vermeiden. Michael stand daneben, hielt seine Hinterbeine und verfolgte mit den Augen die langsame Atmung des Tieres. Ein weiterer Ranger maß während des gesamten Transports kontinuierlich den Puls, überwachte die Temperatur und das Bewusstsein. Die Trage wurde angehoben und vorsichtig zu dem mit offener Tür wartenden Spezialfahrzeug geschoben. David machte den Weg frei und räumte Hindernisse im Sand aus dem Weg, um sicherzustellen, dass sich die Trage reibungslos bewegen konnte.
Der Löwe wurde in einen Rettungspickup geladen, auf dessen Ladefläche ein Erste-Hilfe-System montiert war. Alle stiegen ein, die Türen schlossen sich und das Auto brauste in Richtung des Rettungszentrums im Naturschutzgebiet Finda davon. Michael und David sahen zu, erfüllt von einer Mischung aus Sorge und Hoffnung. Sie wussten, dass sie gerade einen Moment in ihrem Leben erlebt hatten, den sie nie vergessen würden. Im Rettungszentrum des Tierheims warteten Tierärzte und Pfleger bereits auf die Ankunft des Autos. Der Löwe wurde in die Notaufnahme gebracht, an einen Tropf angeschlossen, seine Herzfrequenz gemessen und er erhielt Sauerstoff. Eine Krankenschwester trocknete den nassen Körper und entfernte Sand von der Haut, um eine Infektion zu verhindern. Die leitende Ärztin namens Dr. Anna überprüfte die Nervenreflexe und die Muskelelastizität. Ein Koma der Stufe 2, sagte sie, erfordert mindestens 12 Stunden kontinuierliche Überwachung. Sie pumpten Kochsalzlösung durch einen intravenösen Zugang und verwendeten blutdrucksteigernde und entzündungshemmende Medikamente. Nach einer Stunde begann sich der Sauerstoffindex zu verbessern und der Brustkorb des Löwen hob und senkte sich deutlicher. Eine leichte Bewegung des Fußes ließ die ganze Mannschaft fröhlich werden und leise jubeln. Dann öffnete der Löwe zum ersten Mal leicht die Augen und blickte vage in den Raum vor ihm. Die Krankenschwester legte sanft ihre Hand auf seine Stirn und flüsterte: „Wir sind da, keine Sorge." Die Körpertemperatur begann sich zu stabilisieren und das Zittern hörte auf, so wie bei der Einlieferung. Die Atmung des Löwen war regelmäßiger, er hatte kein Schluckauf oder leichtes Zittern mehr, wenn er sich bewegte. Der Pulsmesser zeigte einen stabilen Rhythmus ohne Anzeichen von Atem- oder Kreislaufstörungen. Dr. Anna verlangte, ihn in eine semipermanente Reanimationskammer mit Käfig und Umweltkontrollgeräten zu verlegen. Dort erhielt er weiterhin Flüssigkeit und wurde über eine Speiseröhrensonde mit püriertem Nährbrei ernährt. Alle 2 Stunden überprüft der Tierarzt abwechselnd Herzfrequenz, Blutdruck und Urinausscheidung. Nach fast 12 Stunden Durchhaltevermögen konnte der Löwe aufstehen und brüllte dabei leise, als Überlebensreflex. Alle klatschten vor Freude in die Hände, als sie sahen, dass es seine verzweifelte Reise wie durch ein Wunder überlebt hatte. Am nächsten Morgen wurden die Löwen in ein halbwildes Gehege im Herzen des Finda-Reservats gebracht. Es gibt genügend Platz mit Bäumen, Sanddünen und Gras, damit es sich bewegen, ausruhen und seine natürliche Genesung beginnen kann. Der Name Ozean symbolisiert die wundersame Überlebensreise im weiten Ozean. 2 Tage später wurden Michael und David eingeladen, Ocean durch den Sicherheitszaun zu besuchen. Sie waren gerührt, als sie sahen, wie es so fest dastand, seine Augen leuchteten und seine Mähne sanft im Wind wehte. Ocean ging langsam auf sie zu, seine Beine schwach, aber entschlossen. „Es vermisst uns, schau", scherzte Michael. David lächelte, hob die Hand und winkte leicht, seine Augen funkelten vor unverhohlener Freude. Polizei und Ranger untersuchen den an Ozeans Haut befestigten Identifikationschip weiterhin und vergleichen ihn. Auch mehrere internationale Naturschutzorganisationen sind daran beteiligt, die Ursprünge dieses besonderen Löwen zu erforschen. Sie glauben, dass es möglich sein könnte, herauszufinden, wo es gefangen wurde, und es in die Wildnis zurückzubringen, wenn die Bedingungen es erlauben. Ocean wird mit einer speziellen Diät gefüttert und täglich trainiert, um sich schnell zu erholen. Das Personal des Schutzgebiets installierte Kameras, um sein Verhalten und seine Anpassung zu überwachen. Michael und David kommen jede Woche vorbei, um zu versprechen, die Leben, die sie gerettet haben, nicht im Stich zu lassen. Zwischen Mensch und Löwe entwickelte sich allmählich eine friedliche Freundschaft, als hätte es nie einen Kampf auf Leben und Tod gegeben. Ocean überlebte und wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Mitgefühls zwischen Mensch und Natur. Michael und David wurden zu unbesungenen Helden, die von der Naturschutzgemeinschaft sehr geschätzt werden. Die Geschichte dieses schicksalhaften Nachmittags wird den Liebhabern der Tierwelt für immer im Gedächtnis bleiben. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.